Willkommen beim Meilencoach. Gestern haben wir Meilensammler eine erschreckende Mail von der Deutschen Kreditbank bekommen. Daran heißt es, dass ab sofort keine Meilen mehr für Kartenumsätze gutgeschrieben werden, die im Rahmen der Aufladung von Konten bei Finanzdienstleistern erfolgen. Das wirft natürlich eine Menge Fragen auf, die ich in diesem Video beantworten möchte. Um welche Umsätze geht es genau? Und wie konnte man damit Meilen generieren? Warum geht das nun nicht mehr? Was steckt da dahinter? Was passiert mit den bisherigen Meilen? Werden die womöglich storniert? Bekomme ich noch Meilen für Umsätze, die ich vor dem 15.03.24 getätigt habe? Kann ich vielleicht widersprechen? Was kann ich nun tun? Gibt es alternative Strategien? Um all das geht es in diesem Video. Steigen wir ein. Was galt bisher? Ich möchte euch das am Beispiel Revolut erklären. Bis zum 14.03.24 konnte man sein Konto dort mit einer meilenfähigen Kreditkarte aufladen, um dann seine Rechnungen zu bezahlen oder Überweisungen zu tätigen. Das ging ganz einfach. Wenn man wieder Geld auf seinem Revolut-Konto benötigte, konnte man zum Beispiel über Apple Pay ganz einfach sein Konto wieder auffüllen. Bei Apple Pay hat man dann einfach seine Miles & More Kreditkarte hinterlegt, es wurde abgebucht und dann erhielt man für diese Abbuchung die entsprechenden Meilen. Da dies nur mit den privaten Kreditkarten gratis funktionierte, erhielt man beispielsweise für 1.000 € 500 Meilen. Das hat sich mit der Zeit auf hübsche Meilenerträge summiert. Das führt auch gleich zu der ersten Frage. Warum schiebt die DKB Bank dem nur einen Riegel vor? Warum geht das nicht mehr? Die DKB Bank gibt an, dass das Volumen dieser Zahlungsvorgänge stark zugenommen habe. Das ist sicherlich wahr. Immer mehr Leute haben erkannt, dass man so auch Meilen auf Umsätze erzielen kann, die man eben nicht direkt mit einer Kreditkarte bezahlen kann, sondern nur indirekt. Manche haben dies wahrscheinlich auch übertrieben, haben beispielsweise ihr Revolut-Konto mit der Miles & More Kreditkarte aufgeladen und sich selbst dann wieder eine Überweisung gemacht. Das ist natürlich nicht okay und im Fachjargon als Manufactured Spending gebrandmarkt. Davor haben alle seriösen Meilensammler gewarnt, da dies das System zum Kippen bringen kann. Warum ist das nun ein Problem für die DKB Bank geworden? Normalerweise erhält die Kreditkartenfirma eine Provision für den Einsatz der Kreditkarte. Nutzt ihr eure Kreditkarte zum Beispiel im Einzelhandel, dann bezahlt das Geschäft dem Kreditkartenherausgeber in der Regel 1-3% vom Umsatz. Dafür war die DKB Bank bereit, dem Nutzer Miles & More Meilen gutzuschreiben. Natürlich bezahlt man zusätzlich eine monatliche Gebühr. Die Finanzdienstleister wie Revolut haben der DKB Bank sicherlich keine oder nur sehr geringe Provisionen für das Aufladen gezahlt. Da das Volumen nun gewaltig zugenommen hat, stimmt für die DKB Bank die Kosten-Nutzen-Schere nicht mehr, da Meilen für sie ein Kostenfaktor sind. Es geht wie immer ums Geld. Welche Finanzdienstleister außer Revolut sind von dieser Änderung nun betroffen? Die Liste ist erstaunlich lang. Neben Revolut ist da noch Wise, TransferWise, Xoom, Remitly Corp, WorldRemit, MoneyGram, Payzant, VersusMe, Transfergo, Payzant, TapTapSend, Western Union, JunePay, NagaPay, MonoDirect, Kiev. Kann ich dieser AGB-Änderung widersprechen? Die DKB Bank sagt Nein dazu. Als einzige Option bleibt die Kündigung der Kreditkarte zum Monatsende. Für wen macht das Sinn? Falls du noch eine weitere Miles & More Kreditkarte hast, zum Beispiel die Business-Variante, dann hast du dennoch den Meilenschutz für dein Miles & More Konto und kannst deine private Kreditkarte getrost kündigen, wenn nicht noch andere Gründe dagegen sprechen. Hast du einen Status bei Miles & More, dann sind deine Meilen auch sicher vor dem Verfall. Alle anderen sollten gut abwägen. Wann kann ich kündigen? Wenn du mit den Änderungen nicht einverstanden bist und deine Meilen vor dem Verfall sicher sind, dann kannst du jederzeit zum Monatsende kündigen. Du musst das schriftlich tun, entweder per Post oder auch per Mail. Häng am besten ein unterschriebenes Dokument an dein Mail an. Was passiert nun mit den Meilen, die ich bisher über Finanzdienstleister gesammelt habe? Zum Glück nichts. Sie werden nicht nachträglich gelöscht. Das wäre auch nicht in Ordnung, da es keine Regel gab, die das Sammeln über Finanzdienstleister ausgeschlossen hätte. Allein das künstliche, aufgeblähte Manufactured Spending war schon immer nicht geduldet. Was ist mit meinen Umsätzen, die ich vor dem 15.03.24 getätigt habe, aber erst danach abgerechnet werden? Bekomme ich da noch Meilen? Ja, die DKB wird hier die Meilen noch gutschreiben, auch wenn die Abrechnung nach dem Stichtag vorgenommen werden sollte. Kann ich meine Miles & More Kreditkarte oder die Hilton Honors Kreditkarte noch zum Aufladen meines Kontos bei einem Finanzdienstleister verwenden? Viele von uns haben Revolut und Co. so eingerichtet, dass davon Daueraufträge oder bereits längerfristige Überweisungsaufträge hinterlegt sind. Kann man dafür diese Kreditkarten noch nutzen? Ja, das geht. Aber leider gibt es ab dem 15.03. keine Meilen mehr.
Kommt diese Änderung nun überraschend? Wie ist die Kommunikation der DKB zu bewerten? Nein, sie ist nicht wirklich überraschend. Aus meiner Sicht war es nur eine Frage der Zeit, dass diese Möglichkeit des Meilensammels ausgeschlossen wird. Im Ausland wurde das schon früher ausgesetzt oder erst gar nicht eingeführt. Offensichtlich ist diese Sammelmethode ausgeufert, sodass die DKB Bank einen Schlussstrich gezogen hat. Wie ist die Kommunikation der DKB zu bewerten? Dass eine so massive Änderung ad hoc, ohne Vorwarnung eingeführt wird, ist etwas befremdlich. Man hatte wohl Sorge, dass viele Nutzer noch schnell größere Beträge auf ihre Konten transferieren. Kann man machen, zeigt aber den Leidensdruck. Was bedeutet das für die Strategie? Was kann man nun machen? In Deutschland gibt es nicht so viele meilenfähige Kreditkarten. Das sind zum einen die American Express Karten. Man konnte die leider von Anfang an nicht für das Aufladen eines Kontos bei Revolut nutzen. Egal, ob in der Payback- oder klassischen Variante. Bei Miles & More war es eine schrittweise Verschlechterung. Anfänglich konnte man alle Karten dafür nutzen. Da wurden bei den Businesskarten seitens Revolut saftige Gebühren eingeführt. Jetzt funktionieren die privaten Kreditkarten auch nicht mehr. Dann gibt es noch die Kreditkarte von Hilton Honors. Leider das gleiche Bild. Auch diese schreiben zum gleichen Stichtag, 15.03., keine Punkte für diese Art von Umsätzen mehr gut. Eine konzertierte Aktion. Was kann man nun machen? Ab 2025 ändert sich der Herausgeber der Miles & More Kreditkarten. Dann löst die Deutsche Bank die DKB Bank ab und man kann hoffen, dass dann wieder andere Regeln gelten. Die Hoffnung stirbt ja bekanntlich zuletzt. Man kann auch hoffen, dass andere spannende Aktionen erfunden werden, um die zahlreichen Karteninhaber nicht zu vergraulen. Sind wir mal gespannt, was uns da zukünftig geboten wird. Wenn dir dieses Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben und dein Abo. Auf meinem Kanal halte ich dich über die neuesten Deals bei Miles & More auf dem Laufenden. Ich sage dir nicht nur, was es gibt, sondern schaue auch nach Verfügbarkeiten für Prämienflüge und sage dir, ob du für deine wertvollen Meilen auch einen guten Gegenwert erhältst. Ich erkläre dir auch, was du grundsätzlich über Miles & More wissen solltest, wie du am besten Meilen sammelst und was du beim Einlösen beachten solltest, auch welche Art von Prämien du unbedingt meiden solltest. Ich erkläre auf meinem Kanal auch, was dir einen Miles & More Status wie der FTL oder der Senator bringen und wie du sie erreichen kannst, was sich 2024 diesbezüglich alles geändert hat und was das für die Status-Strategie bedeutet. Auch nehme ich dich auf besondere Flüge mit und zeige dir, was dich dort erwartet, wie das Produkt und der Service sind und wie du das möglichst günstig buchen kannst, entweder mit Geld oder Meilen. Last but not least nehme ich dich auf besondere Reisen mit, zeige dir, wie man smart und bequem reist, gespickt mit vielen Insider-Tipps, sodass dein Urlaub auch etwas ganz Besonderes wird. Weiterhin viel Spaß auf meinem Kanal. Ganz liebe Grüße vom Meilencoach und bis zum nächsten Video.